Donald Trump wurde 2020 eindeutig abgewählt. Dennoch hat er alles versucht, um im Amt zu bleiben. Er übte Druck auf zahlreiche Politiker aus, die Wahl nachträglich zu seinen Gunsten zu kippen. Falsche Wahlleute mit gefälschten Dokumenten standen bereit, um Bidens Wahl zu sabotieren. Er hetzte eine Menge auf, das Kapitol zu stürmen. Der Plan, gegen den Willen der Wähler im Amt zu bleiben, ist gescheitert. Vorerst. Democracy is certainly at stake over the next several years. The biggest threat, I think, is not another insurrection. I think the biggest threat is a stolen election in 2024. Die Republikaner haben sich direkt nach der Wahl systematisch daran gemacht, die Schwachstellen des Plans zu beheben. A large part of the leadership, and particularly in Congress, particularly in the House of Representatives, is now very focused on how to win without winning, how to keep power by using tricks, by manipulating the electoral process, by using disinformation. So the party is deeply focused on how, as a minority party, they can nevertheless maintain control, and perhaps in such a way that they don't ever have to give it up again. Selbst wenn Trump bei der nächsten Wahl antritt und verliert, könnte er wieder Präsident werden. Ganz legal. Election subversion or election sabotage occurs when the loser of the election is declared the winner, and now I think it is a serious risk in the United States. Wie sieht dieser neue Plan aus? Direkt nach der Wahl haben die Republikaner in den Bundesstaaten damit begonnen, per Gesetz die Spielregeln für künftige Wahlen zu ändern. In der großen Mehrzahl der Bundesstaaten wurden seit 2021 eine Welle an Gesetzen erlassen, die das Wählen erschweren, die sogenannte Voter Suppression. The idea that the Republican Party, as a minority party, as it is in the country, is going to need to make special efforts in order to stay in power. And those special efforts will require changing voting laws, changing the people who run the elections. That's something that many people in the party have already begun to contemplate. So gibt es zum Beispiel größere Hürden für die Ausweispflicht beim Wählen, die Briefwahl soll eingeschränkt werden, Öffnungszeiten von Wahllokalen sollen verkürzt und deren Anzahl verringert werden, die Wählerlisten bereinigt und vieles mehr. All diese Maßnahmen sind gezielt auf Wählergruppen der Demokraten zugeschnitten, deren Stimmabgabe erschwert werden soll. The best way for them to win the next election without a message that can appeal to the majority of voters is to suppress the number of people voting. The result of this is minority rule. Die Rechtfertigung der Republikaner: unprecedented allegations of voter fraud. And that's produced a deep distrust of our democratic process across the country. That voter confidence argument is a kind of bootstrapping because some Republicans have undermined voter confidence in the process, and then they point to the lack of confidence as a reason to make the laws more restrictive. Zumal haben die Republikaner bereits strukturelle Vorteile im Wahlsystem. Im Repräsentantenhaus und in den Landesparlamenten haben vor allem Republikaner viele Wahlbezirke so zugeschnitten, dass sie überproportional im Parlament vertreten sind. Das nennt man Gerrymandering. Und im Senat und bei den Präsidentschaftswahlen haben sie einen weiteren Vorteil, einen geografischen. They generally do well in rural areas, and rural areas have long been overrepresented in our political system. California, which is the size of a European country, has only 2 senators. Wyoming, which is mostly rural and has 300,000 people, also has 2 senators. It's easier for the Republicans to win in the Senate than it is for the Democrats. It's essentially rural areas are overrepresented in the Electoral College. And then finally, third, our Supreme Court, which is selected by the President and confirmed by the Senate, is a function of that same rural overrepresentation. Der Journalist Ezra Klein hat das Doom Loop der Demokratie genannt. Die Republikaner nutzen ihre strukturellen Vorteile, um das System zu ihren Gunsten so umzugestalten, dass sie an der Macht bleiben können, ohne die Mehrheit an Wählern anzusprechen, sondern indem sie das Wählen erschweren, selbst das letzte Wort über den Wahlausgang haben und die Gerichte mit ihnen gewogenen Richtern besetzen. Die Republikaner nutzen nicht nur strukturelle Vorteile. In zahlreichen Bundesstaaten haben sie Gesetze erlassen, die es ihnen ermöglichen, das Wahlergebnis direkt zu beeinflussen. Republikanisch geführte Landesparlamente erhalten mehr Einfluss bei der Wahlaufsicht, die Kontrolle durch ausgewogene überparteiliche Ausschüsse wurde beschnitten. Die Macht von Wahlverantwortlichen wurde für die kommenden Wahlen eingeschränkt. 3 Wahlrechtsorganisationen kommen zu dem Schluss, dass diese neuen Gesetze der Republikaner den Zweck hätten,
die Verwaltung von Wahlen zu politisieren, zu kriminalisieren und Einfluss zu üben. Legislatures have always deferred to what the voters say. I mean, this is what a democracy means. The voters get to determine who the president is. But state legislatures, ultimately in the Constitution, one can interpret it in such a way as to say that the state legislatures can change the rules. And if they change the rules to give themselves the power to determine who the electors are, they can make these decisions that are anti-democratic. And so the whole process has been corrupted. Nobody cares to see if there was shenanigans, cheating, fraud, disenfranchisement. And so we're going to rise up and say, look, constitutionally, we have the final say on who the electors are. Die Republikaner in den Bundesstaaten könnten nachträglich entscheiden, dass sie den Wahlsieg eines Demokraten in ihrem Staat nicht anerkennen und stattdessen ihre eigenen Wahlleute ernennen. Ein Szenario, das 2020 aktiv vorbereitet wurde und zentrales Ziel im Trump-Plan war. Ein weiteres Alarmsignal: Auf Schlüsselpositionen im Wahlprozess bewerben sich nun zahlreiche Trump-Anhänger, die die Lüge vom Wahlbetrug propagieren und bei der nächsten Wahl den Ausgang kontrollieren könnten. Mit Trumps Unterstützung. Many Republicans, many Trumpish Republicans, have discovered that this is an incredible weak point of our democracy. Trump-supporter Republicans are the ones who are promising that next time around they won't do what these highly professional secretaries of state did, and they will throw the election to the Republican. The Maricopa County 2020 election cannot be allowed to stand. It must be decertified and set aside. Again, there are so many places where there could be potential manipulation and where we have relied on the fairness and good faith of elected officials and elections officials to do the right thing. That is what is changed more than anything else, is that faith that people are going to do the right thing is no longer there, given the kind of rhetoric and manipulation that we saw attempted in 2020. Auch in den Bezirken bewirbt sich eine Welle von Trump-Fans, die die Lüge vom Wahlbetrug propagieren. Zum Beispiel als Wahlrichter oder Wahlinspektoren oder in den Ausschüssen. Trump-Berater wie Steve Bannon haben ihre radikalen Anhänger dazu aufgerufen, mit dem Ziel, die Partei mit Trump-Loyalisten zu besetzen und künftige Wahlen zu sichern. School boards, we're taking over the Republican Party through the precinct committee strategy. We're taking over all the elections. Suck on this. That means that even if they try to conduct their elections fairly, that many people on the left, Democrats and others, will not believe that they could fairly run an election. And so the kind of lack of confidence in the fairness of the process that Trump has created on the right could mirror itself on the left. Das Vertrauen in Wahlen ist auf beiden Seiten brüchig geworden. Im Bericht des International Institute for Democracy and Electoral Assistance werden die USA neuerdings zu den zurückrutschenden Demokratien gezählt. Doch es ist nur eine Seite, die sich von der Demokratie zunehmend abwendet. To describe the entire Republican Party as authoritarian in some ways may be overstated, but I think there is huge elements of the Republican Party that are anti-democratic. Die Partei straft Mitglieder ab, die sich gegen Trumps Lüge vom Wahlbetrug stellen. Gewalt wird zunehmend als legitimes Mittel angesehen. Die Republikaner werden extremer.